Angela Merkels Tagebuch. Liebes Tagebuch, waren das mal wieder anstrengende Wochen. Musste Mitte April zum Windradpusten nach MacPom. Wundere mich, warum sich alle Räder drehen, nur meins nicht. Schaue mir zur Entspannung den Europawahlkampfauftakt der Union im Fernsehen an und freue mich, dass mir dieses Trauerspiel erspart bleibt. 40% der Menschen in dieser Halle werden statistisch gesehen in ihrem Leben Kontakt mit Krebs haben. Die Hälfte davon wird daran sterben. Und die andere Hälfte hat sich schon während der Rede die Kugel gegeben. Oder spätestens beim Auftritt vom Blasorchester Schiefhausen. Nee, sollen der Weberknecht und die Saarland-Pomeranze mal schön ohne mich Wahlkampf machen. Ich düs lieber nach Afrika. Erster Halt Burkina Faso, wo sie extra einen Blumenstrauß von der Tanke für mich besorgt haben. Hoppla, ist wohl jemand drüber gefahren. Soll dann zum Truppenbesuch nach Mali ausgerechnet in eine Transalp steigen. Habe kurz Angst, dass das alles ein ausgeklüngelter Plan von AKK ist, um mich loszuwerden. Als ich im Camp ankomme, bin ich so erleichtert, dass ich erstmal was Hochprozentiges brauche. So, 6 Schnaps bitte. Und was wollt ihr trinken? In Niger macht sich ein Straßencomedian über meinen Laufstil lustig, was den engagiert hat. Kaufe mir als Mitbringsel noch eine Handpflanze für die Plantage in der Uckermark, um nach der Kanzlerschaft ein bisschen runterzukommen. Zurück in Deutschland steige ich voll in den Europawahlkampf ein. Kleiner Scherz. Danke, lieber ein bisschen Frischluft im Hamburger Hafen mit dem Hamburger Bürgermeister. Darf sogar einen echten Kram fahren. Hab dann sogar noch Zeit, um ein schönes Bild vom Hamburger Hafen zu tuschen. Weg mit dem Ding, man sieht ja gar nichts. Bis zum nächsten Mal. Deine Angela.